Professor Volker Debkart ist mir nun zugeschaltet, Amerikanist und Historiker an der Universität Regensburg. Herr Debkart, ich grüße Sie. Ja, schönen guten Morgen. Also viele Fragen sind noch offen, wenn Sie darauf so schauen, auch auf die Unterstützung, die Kamala Harris jetzt schon hat im Laufe der letzten Stunden. Wie entschieden ist das Rennen in Ihren Augen denn, dass sie wirklich für die Demokraten antreten wird? Na, wir sind in vieler Hinsicht in einer präzedenzlosen Situation. Eine Situation, wie wir sie jetzt haben, hat es in der jüngeren amerikanischen Geschichte so noch nicht gegeben. Es läuft daraus hinaus, dass diesmal dieser nationale Parteitag im August der Demokraten jetzt nicht einfach nur die Krönungsmesse für einen bereits feststehenden Kandidaten ist, sondern vielleicht sogar dann das entscheidende Gremium sein wird, das diesen neue Kandidatin oder neuen Kandidaten der Demokraten festlegt. Also sowas hatten wir noch nicht, sowas hatten die Demokraten auch noch nicht. Insofern bewegen wir uns hier wirklich in, wie die Amerikaner sagen, uncharted territory, also in einem noch nicht vermessenen Land. Joe Biden hat jetzt Kamala Harris seine Unterstützung ausgesprochen. Es gab aber auch Direktstimmen innerhalb der Demokratischen Partei, die sich einen richtigen Wettbewerb jetzt um diese neue Position oder um die Position der Präsidentschaftskandidatur gewünscht haben und das eigentlich auf dem Parteitag austragen wollten. Insofern muss man jetzt mal gucken, wie das in den nächsten Wochen weiterläuft. Bislang haben führende Demokraten und auch solche, denen man eigene Ambitionen zusprechen könnte, Kamala Harris unterstützt. Aber so ganz klar ist das aus meiner Sicht noch nicht. Zumal eben Kamala Harris teilweise noch unbeliebter ist bei den Wählern als Joe Biden. Und auch diese Diskussion wird man in den nächsten Wochen führen. Ja, kommen wir mal auf diesen Punkt, Herr Debkart, denn es gibt ja auch viel Kritik an Kamala Harris. Sie sei so blass gewesen in der bisherigen Vizepräsidentschaft. Das Thema Migration hat sie nicht hinbekommen, die Wahlrechtsreform hat sie nicht hinbekommen. Wie schauen Sie denn darauf? Also wie kann diese Frau denn jetzt in dieser Situation überhaupt inhaltlich punkten? Ich erinnere an den Beginn der Präsidentschaft von Joe Biden, wo wir eigentlich vielfach davon ausgingen, dass Biden sowas wie ein Übergangspräsident sein würde, der vielleicht sogar auf der Hälfte seiner Amtszeit zurücktreten würde, um Kamala Harris dann zur Präsidentin zu machen. Davon ist ja nicht viel übrig geblieben. Und ich habe mich eigentlich während der letzten 4 Jahre immer gefragt, wollte Kamala Harris nicht oder hat Joe Biden sie nicht gelassen? Es ist ja die Tragik der amerikanischen Vizepräsidenten, dass sie vielfach im Schatten der Amtsinhaber verschwinden. Und eigentlich war so eine Vizepräsidentschaft nur ganz selten das Sprungbrett in das Weiße Haus. Aber angesichts der Erwartungen am Beginn der Präsidentschaft von Biden konnte man ja erwarten oder konnte man davon ausgehen, dass also Kamala Harris eine stärkere Rolle spielen würde. Und das hat sie eben nicht getan. Und die zentrale Frage, ich wiederhole mich, ist, hat sie das nicht gewollt oder hat Joe Biden sie nicht gelassen? Die Themen, die er ihr überantwortet hat, waren jetzt keine Publikumsrenner. Also sie war für die Migration zuständig in einer Situation, in der keiner so richtig über Migration sprechen wollte. Die Wahlrechtsreform haben sie erwähnt. Also hätte Joe Biden sie, indem er ihr bessere Themen, populärere Themen gegeben hätte, an der sie sich hätte bewähren können, hätte er sich vielleicht systematischer aufbauen können als Nachfolgerin. Und ich glaube, das muss man Joe Biden schon ins Stammbuch schreiben. Er hat seine Präsidentschaft nicht dazu genutzt, jemanden anders als seinen Nachfolger systematisch aufzubauen. Das gilt überhaupt für die Demokraten an sich, die ja auch außer Joe Biden eigentlich keine Botschaft hatten. Also hier neben all den Lobeshymnen, die wir jetzt heute über Joe Biden hören, auch noch mal ein Kritikpunkt. Aber wir haben ein Amerika, was tief gespalten ist. Und jetzt haben wir den Kandidaten Donald Trump. Und nehmen wir mal an, es wäre Kamala Harris. Taugen die beiden denn in Kombination, taugen doch nicht wirklich, dieses Land näher zusammenzubringen, sondern der Graben dürfte dann doch noch tiefer werden. Das ist in jedem Fall ein ganz neues Spiel jetzt. Donald Trump hat ja nur kurzfristig innegehalten nach dem Attentat auf sich selber. Er hat die erste Hälfte seiner Rede auf dem Parteitag zu einer staatsmännischen Rede genutzt und danach ist er dann doch sehr populistisch wieder spalterisch aufgetreten, hat seine bekannten Lügen, seine Halbwahrheiten erzählt. Er hat also in der zweiten Hälfte seiner Rede auf dem Parteitag den Demokraten eigentlich genau den Trump gegeben, den sie brauchen, um sich davon abzugrenzen. Und das Problem scheint mir zu sein, dass bislang eben mit Joe Biden keine Alternative da war. Wenn es die Demokraten jetzt schaffen, und wird schon eine schwere Sache werden, jemanden als Gegenkandidat zu Trump aufzubauen, den alle die wählen können, die vor allem Trump verhindern wollen, dann haben die Demokraten, glaube ich, schon noch eine Chance, die Wahl im November zu gewinnen, auch wenn es eben alles jetzt sehr kurz ist.
Aber das ist, glaube ich, eben das Problem oder die Tatsache eben, dass 2020 viele Leute Joe Biden gewählt haben, weil sie Donald Trump verhindern wollten. Und vielleicht haben die Leute jetzt mit Kamala Harris oder wer immer das dann auch wird, jetzt eine dankbare Alternative. Es hängt sicherlich auch davon ab, wer dann eventuell Vizepräsidentenkandidat wird. Kamala Harris ist mit ihrer Herkunft von der liberalen Westküste Kalifornien nicht unbedingt wählbar für viele Leute im Herzen von Amerika, teilweise nicht mal an der Ostküste. Also insofern, da bringen sich jetzt viele Leute in Position, man muss mal abwarten, aber gerade eben, weil Trump jetzt wieder diesen unversöhnlichen, spalterischen Populisten gibt, haben die Demokraten, glaube ich, eine Möglichkeit jetzt zu sagen, also wir sind die Alternative für alle diejenigen, die so einen Donald Trump nicht wollen. Politisch höchst spannende Zeiten, Professor Volker Depke. Ich danke Ihnen. Gerne.